Servus und grüß dich zum CubeStore Chiemsee Showcase mit Andi und Bene. Top-Performance auf technisch anspruchsvollen Trails und das zu einem fairen Preis. Heute dreht sich alles um das neue Cube Stereo Hybrid 140 HPC Trail Motion 750 in 29 Zoll. Los geht's wie immer nach dem Intro. Also, schneuzt euch hoch, wir starten durch. Für das Modelljahr 2022 hat Cube das Stereo Hybrid 140 HPC TM29 komplett neu designt. Die grundlegenden Veränderungen finden sich vor allem in den Rahmengrößen M, L und XL wieder, also bei allen Bikes mit 29 Zoll Laufrädern. Nach wie vor liegt der Fokus beim Trail Motion klar auf der Abfahrt. Wie schon im Namen erkennbar, kommt beim 140er TM ab der Größe M der neue 750 Wattstunden PowerTube Akku zum Einsatz. Dieser hat im Vergleich zu den Vorjahresmodellen eine Kapazitätssteigerung von satten 20% und sorgt somit für eine nie dagewesene Reichweite. Für genügend Platz im Unterrohr sorgt die neue, perfekt auf die Federungskinematik und den Antrieb abgestimmte All-Mountain-Geometrie. Der 750er Akku kommt zusammen mit dem neuen BESS 3-System. BESS 3 steht für Bosch Electric Systems in der dritten Generation und beschreibt die neueste Antriebstechnologie aus dem Hause Bosch. Primär unterscheidet sich BESS 3 vom BESS 2 in den neuen Steckern und eben in der Einführung des Smart Systems. Für die perfekte Mischung aus Zuverlässigkeit und Effizienz sorgt ein Rahmen aus HPC. HPC steht für High Performance Composite und beschreibt einen Verbundsrahmen, bei dem das vordere Rahmendreieck aus Carbon gefertigt wird und der Hinterbau aus Aluminium. Bei der Antriebstechnik vertraut Cube nach wie vor auf die bewährten Bosch CX-Motoren der vierten Generation mit einem Drehmoment von 85 Newtonmetern. Das Grundgerüst des Cockpits bildet der neue Newman Evolution SL-Lenker. Durch einen stärkeren Upsweep sorgt dieser für weniger Ermüdung durch bessere Handgelenkstellung, ohne dabei einen exzessiven Backsweep aufzuweisen. Durch diese neue Geometrie sorgt er für eine aggressivere Abfahrtsposition ohne Handgelenksfehlstellung. Für einen eleganten und aufgeräumten Look sorgt der neu entwickelte Steuersatz vom deutschen Hersteller Arkos. Der neue Akkus-Steuersatz ermöglicht, dass die Kabel und Züge direkt in den Steuersatz bereits unter dem Vorbau geführt werden können. Dies sorgt nicht nur für eine cleane Optik, sondern ermöglicht weiter, dass wir keine Öffnungen mehr im Unterrohr benötigen. Mit dem Bosch Smart System findet erstmalig der kabellose Austausch zwischen deinem E-Bike und einem Smartphone statt. Über die Bosch E-Bike Flow App kannst du die einzelnen Fahrmodi individuell deiner Vorlieben anpassen. Du kannst Software-Updates kabellos auf die einzelnen E-Bike-Hardware-Komponenten aufspielen, deine Ausfahrten tracken und im Anschluss mit deinen Freunden teilen. Dem Kiox 300 wurde eine Schönheitskur verpasst. Der Akku ist aus dem Display verschwunden. Dadurch wurde das fast rahmenlose Display nicht nur leichter, sondern auch um einiges schlanker. Dank des neuen Federmechanismus hält es auch auf ruppigen Abfahrten bombenfest in der Halterung. Mir persönlich geht im Gelände ein Display nur im Weg um, zumal ich auf anspruchsvollen Trails keine Zeit habe, auf Display zu gucken. Wenn es dir genauso geht, dann haben wir jetzt die perfekte Lösung für dich. Denn du kannst ab sofort komplett auf das Display verzichten. Die Steuereinheit, quasi das Gehirn des E-Bikes, ist nämlich in die LED-Remote gewandert. Dadurch kannst du diese als Standalone-Unit nutzen. Du kannst das Kiox 300 ganz einfach aus der Halterung entfernen. Bist du auf der Suche nach einer dauerhaften Lösung, kannst du das vom Motor kommende Kabel ganz einfach in die LED-Remote stecken. Somit entfällt die Halterung und das zusätzliche Kabel. Das ergonomisch geformte LED-Remote kommuniziert mit dir über unmissverständliche Farbcodes. So wird dir zum Beispiel am rechten Rand über eine LED der Fahrmodus farblich angezeigt, wobei dir 5 LEDs am linken Rand Auskunft über den Akkustand geben. Der integrierte Helligkeitssensor sorgt auch bei schwierigen und wechselnden Lichtverhältnissen immer für optimale Ablesbarkeit. Auch beim Kiox 300 gibt es 5 verschiedene Fahrmodi. Off für Motor aus, der Stromsparmodus Eco, der neue Tour Plus Modus, der dynamische EMTB-Modus und natürlich Vollgas mit Turbo. Das Cube Stereo Hybrid 140 HPC TM wird sowohl mit Kiox 300 als auch mit LED-Remote ausgeliefert. So kannst du dein E-Bike ganz individuell deiner Vorlieben anpassen. Auch bei den Details ist Cube aufs Ganze gegangen. Die Ladebuchse wurde neu gestaltet und der Geschwindigkeitssensor wurde formschön und fast unsichtbar im Hinterbau integriert.
Ein richtiges Highlight ist jedoch SRAM UDH. UDH steht für Universal Derailleur Hanger und beschreibt die neueste standardisierte Generation von Schaltaugen. Dank eines Gelenks kann das UDH nach hinten ausschwingen und so teure Schäden am Schaltwerk verhindern. Eine gefasste Innenkante verhindert zusätzlich Kettenklemmer. Außerdem wird durch die Standardisierung der große Dschungel an Schaltaugen gelichtet und die Verfügbarkeit wird gleichzeitig erhöht. Dadurch musst du dir keine Gedanken mehr machen, welches Schaltauge das richtige ist, sondern hast ein Bauteil für alle Schaltgruppen. Aber ein E-Bike wird nicht nur im Gelände bewegt. Aus diesem Grund hat Cube den Stereo Hybrid 140 HPC TM eine Vielzahl an Anbindemöglichkeiten für Zubehör spendiert. Besonders zu nennen ist hier die neue Flatmount-Aufnahme, über die du ganz einfach einen Seitenständer montieren kannst. Diese ist formschön in den Hinterbau integriert und lässt dich über 2 Gewindeeinsätze ganz schnell und bequem einen Seitenständer montieren und auch wieder demontieren. Weiter lassen sich ganz einfach ein Licht, Schutzblech oder ein Flaschenhalter montieren. Damit dir auch auf den gröbsten Wurzelteppichen nicht die Kette vom Blatt springt, sorgt ein Kettenblatt mit Narrow White und ein Schaltwerk mit Shadow Plus. Abgerundet wird der Antrieb durch die neue Kettenführung von Cube. Auch bei der Gabel setzt das 140er Hybrid TM auf Performance, und zwar auf die Fox Float 36 Grip Performance E-Bike Optimized mit 150 mm Federweg. Fox hat der preisgekrönten und in der Enduro World Series erprobten Luftfedergabel eine Frischzellenkur verpasst, um so für eine unübertroffene Kombination aus Fahrqualität, Abstimmbarkeit, Steifigkeit und Gewicht zu sorgen. Das Fox Float Luftsystem mit einer positiven und einer negativen Luftkammer verbessern das Losbrechmoment. Zusätzlich kannst du mit Hilfe von Volume Reducern die Endprogression deiner Luftfeder optimieren. Die Fox 36 Performance besitzt eloxierte Oberrohre aus Aluminium und einen Grip-Dämpfer. Der vom Motorsport inspirierte Grip-Dämpfer verwendet die FIT-Technologie mit einer geschlossenen Kartusche und einem gefederten, unabhängig schwimmenden Kolben. Damit du die Dämpfung dem Gelände anpassen kannst, kannst du über den 3-Position Adjuster zwischen Open, Medium und Firm wählen. Am Heck werkelt ein Fox Float X mit 140 mm Federweg. Der extra für den Trail-Einsatz entwickelte Dämpfer sorgt für beständige Leistungsfähigkeit in jeder Situation. Dank des separaten Ölkreislaufs im Firm-Modus hast du auch bei festgestellten Dämpfer immer gleichbleibende Performance. Der vorne angebrachte Ausgleichsbehälter sorgt dafür, dass dein Dämpfer auch bei langen Abfahrten nicht überhitzt. Dies sorgt für ausgleichende und permanente Performance. Auf technisch anspruchsvollen Trails ist die richtige Verzögerung im richtigen Moment entscheidend. Die hydraulischen MT7 Scheibenbremsen von Magura lassen dich hier nicht im Stich. Mit ihnen hast du auch in Extremsituationen immer ausreichend Bremspower. Abgerundet wird die Bremsanlage mit Magura MDRP Bremsscheiben mit 203 mm. Durch das Float Disc System wird die Reibefläche von der Spindel entkoppelt. Dies sorgt für gleichbleibende Bremsperformance auch bei langen und harten Abfahrten. 1x12 Antriebe sind aus der E-Bike-Welt nicht mehr wegzudenken. Sie funktionieren zuverlässig und bieten immer ausreichend Reserven. Das Cube Stereo Hybrid 140 HPC TM ist mit einer 1x12 SRAM GX Eagle Gruppe ausgestattet. Auch die Kassette kommt aus dem Hause SRAM und verfügt über die Full-Pin-Technologie. Bei dieser werden 11 Zahngrenze aus Pressstahl mit 123 Stahlpins zusammengehalten. Dadurch ist diese nicht nur extrem leicht, sondern auch extrem langlebig. Das Stereo Hybrid 140 TM steht vorne auf Maxxis Assegai und hinten auf Maxxis Minion DHR2 in 29 Zoll. Der Maxxis Assegai ist der Signature-Reifen des Downhill-Profis Greg Minnaar und überzeugt durch sein unfassbar gutes Handling. Der Maxxis Minion sorgt für aggressiven Grip auf jedem Untergrund. Sowohl die Newman-Laufräder als auch die Maxxis-Reifen sind werksseitig tubeless ready. Somit kannst du ganz einfach auf ein Tubeless-System umbauen. Durch die in dem Tubeless-System enthaltene Dichtmilch werden kleine Reifenbeschädigungen ganz schnell automatisch verschlossen. So kannst du kapitale Platten vorbeugen. Aber nicht nur die Reifen brauchen eine gute Haftung, auch du musst fest im Sattel sitzen. Damit du nicht von den Pedalen rutscht, ist die richtige Kombination aus Schuhwerk und Pedalen wichtig. Der Cube GTY Mace Mountainbike-Schuh in Kombination mit den Cube Slasher Pedalen ist hierfür genau richtig. Den Link zu beiden findest du unten in der Videobeschreibung. Das Cube Stereo Hybrid 140 HPC TM reiht sich zwischen dem Action Team und dem SL ein. Es ist dabei deutlich downhill-orientierter als das SL, behält sich aber seinen All-Mountain-Charakter bei. Wo das Action Team mit High-End-Komponenten trumpft, besticht das Trail Motion durch einen ausgewogenen Mix aus Preis-Leistung und Performance ohne Kompromisse.
Wenn du dich jetzt auf deinem eigenen Cube Stereo Hybrid 140 TM ins nächste Trail Venture stürzen möchtest, findest du den Link zum Bike unten in der Videobeschreibung. Stell uns gern technische Fragen oder Themenvorschläge unten in die Kommentare. Und wenn du mehr über unser Team und auch Teil der CubeStar Chiemsey Family werden möchtest, findest du die Links zu unserem Social Media ebenfalls unten in der Videobeschreibung. Wenn dir das Video gefallen hat, würden wir uns über einen Daumen hoch freuen. Hier drüben findest du jetzt unsere anderen Showcases und hier kannst du uns kostenlos abonnieren, um kein Video mehr zu verpassen. Bis zum nächsten Mal, wir freuen uns auf dich.